Willkommen mit einer neuen Ausgabe von Edelmetallkasse TV aus Frankfurt am Main. Geehrte Zuseher, die Federal Reserve ist eine der wichtigsten, wenn nicht vielleicht sogar die entscheidende Notenbank der Welt. Die Währung der Welt ist der noch von ihr ausgegebene Dollar. Öl, Gold, Silber und viele Rohstoffe werden in Dollar berechnet. Aber wer verbirgt sich eigentlich hinter der Federal Reserve? Wer hat hier die Lizenz zum Gelddrucken? Darüber wollen wir uns heute mit unserem Interviewgast unterhalten. Er ist mehrfacher Bestsellerautor und fertigte zum 100-jährigen Bestehen der Federal Reserve einen Spezialreport an. Freuen Sie sich auf hochinteressante Minuten. Ich begrüße im Studio von Edelmetallkasse TV aus Frankfurt am Main Herrn Michael Grant. Hallo, Herr Grant. Hallo, Herr Junge. Herr Grant, Sie haben zum 100-jährigen Jubiläum der US-Notenbank Federal Reserve einen Spezialreport geschrieben mit den unzweideutigen Namen 100 Jahre Federal Reserve, 100 Jahre Lügen. Wie kommen Sie da drauf? Also zunächst mal möchte ich erklären, dass die Federal Reserve eine staatliche Einrichtung in privatem Besitz ist. Sie besteht aus 12 regionalen Federal Reserve Banken, zu denen 2900 Mitgliedsbanken gehören. Davon sind 2000 wiederum in privatem Besitz. Der Name Federal Reserve Bank besteht meiner Meinung nach aus 3 Lügen. Die erste Lüge heißt Federal, das heißt bundesstaatlich. Aber die Fed ist keine Einrichtung der US-Regierung. Sie ist vollkommen in privatem Besitz. Kann man das so sagen, dass wirklich kein Anteil dieser Bank offiziell den Vereinigten Staaten von Amerika gehört? Das kann man so sagen, ja. Das kann man so ja. sagen. Also Anteilseigner sind JP Morgan & Chase, die größte Bank in Amerika, Citigroup, Rothschild und Rockefeller. Gegründet zusätzlich zu diesen Namen, die ich schon genannt habe, ist noch das Federal Reserve System von Kuhn, Loeb und der National Bank of New York. Das muss man einfach wissen, dass es eine private Bank ist. Und der Ausdruck Reserve impliziert ja auch, dass die Fed Geldreserven hat. Die hat aber überhaupt keine Geldreserven, weil die Fed kann selber Geld drucken, so viel sie möchte. Sie hält aber kein Geld vor, also hat keinerlei Geldreserven. Und es ist auch keine staatliche Bank, sondern ein privates Unternehmen in staatlicher Teilaufsicht. Also sie steht auch im Telefonregister, wir haben da ein bisschen recherchiert, gar nicht unter den staatlichen Einrichtungen, sondern wirklich wie eine private Firma. Ja, ist auch keine staatliche Einrichtung. Die Gründung erfolgte ja ein bisschen mysteriös, war ein Tag vor Weihnachten 1913. Man spricht da auch irgendwie, kann man sagen, von einem Notenbankputsch. Was ist da dran? Ja, also ich würde das genauso benennen, dass es ein Notenbankputsch war, weil die gesamte Kontrolle des Geldes sollte auf wenige Privatbankiers übergehen. Der Federal Reserve Act autorisierte eine private Zentralbank, Dollar zu drucken und der US-Regierung auszuleihen gegen Zinsen. Um dieses bewerkstelligen zu können, haben die Privatbankiers einen meiner Meinung nach sehr cleveren Plan ausgeheckt. Sie haben gesagt, um diesen Gesetzesentwurf einzugeben, machen wir das ganz kurz vor Weihnachten. Die wussten, dass die Abgeordneten bereits auf den Koffern sitzen, im Weihnachtsurlaub schon waren gedanklich und gaben dann ein sehr kompliziertes Gesetz ein, mit sehr, sehr vielen, also ein sehr großer Umfang, kompliziertes Gesetz. Und sie wussten, dass keiner der Abgeordneten noch Lust hatte, komplizierte Änderungsanträge und so weiter zu stellen. Und am 23.12., also einen Tag vor Heiligen Abend, wurde dieses Gesetz dann auch tatsächlich mit der Mehrheit des Kongresses verabschiedet. Also so gesehen war es ein Notenbankputsch. Jetzt kann man sich das als normaler Mensch gar nicht vorstellen, dass also ein Staat das wichtigste oder eins der wichtigsten Merkmale, was ja die Souveränität eigentlich darstellt, nämlich das Recht, Geld auszugeben und dann natürlich auch diesen Mehrwert für sich selber einzubehalten, dass man das in private Hände gibt. Ist das nicht ein Unding? Wieso haben die Kongressabgeordneten dann zumindest ein Jahr später das nicht gemerkt, dass das eigentlich ein großer Fehler ist, dass man sich hier ins eigene Bein geschossen hat? Also manche haben es gemerkt, manche haben auch dagegen interveniert, aber die Mehrheit der Kongressabgeordneten haben es so gelassen. Das Gesetz kann man nicht so schnell ändern und es wurde auch seither nicht geändert. Die Fed ist nach wie vor in privatem Besitz.
Jetzt ist es ja so gewesen, 7 Monate später bricht der Erste Weltkrieg aus. Was hat hier die Federal Reserve für eine Rolle gespielt in Form der Finanzierung? War sie ein wichtiger Baustein, um sozusagen den Krieg zu finanzieren? Also ich sehe jetzt im Gegensatz zu vielen Verschwörungstheoretikern nicht den Zusammenhang, dass der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist wegen der FED. Aber man kann nachweisen, dass die Federal Reserve die Briten, die Franzosen finanziert hat, damit die im Krieg bleiben und natürlich auch Amerika finanziell unterstützt hat, um in den Ersten Weltkrieg eintreten zu können. Das ist Fakt, ja. Und das nächste, was sagen wir mal, mich sehr interessiert, 1913 war Amerika, kann man sagen, mit Abstand eines der reichsten Länder der Welt. Es wird eine private Notenbank gegründet. 100 Jahre später ist Amerika eines der höchst verschuldetsten Länder der Welt. Der Bevölkerung geht es, also sagen wir mal, ganz anders als gut. Die Mittelschicht ist sozusagen wegradiert. Es gibt also eine Schere. Aber profitieren davon tut doch die private Notenbank von diesen Zuständen. Natürlich. Je höher der Schuldenstand ist der Regierung, umso mehr muss die Regierung ja auch wiederum Geld aufnehmen, um die Schulden tilgen zu können. Und umso mehr Zinsen muss sie an diese Privatbankiers bezahlen. Also die FED ist daran interessiert, dass die Staatsverschuldung in Amerika hoch bleibt. Umso mehr Zinsen bekommen ihre Anteilseigner, umso mehr profitieren die auch davon. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Geldschöpfung. Sie haben ja gesagt, in den Namen sind ja diese Lügen drin, Federal Reserve. Die drucken das Geld einfach, stellen das im Computer her, die müssen hier keine Gegenwerte dazu haben, wie machen die das? Ja, das ist sogenanntes Fiat Money, das entsteht ohne Gegenwert. Das heißt, auf Veranlassung wird eben dieses Geld geschöpft, gedruckt. Leidtragende sind natürlich die Bürger. Je mehr Geld im System ist, umso weniger Kaufkraft existiert. Das sehen wir jetzt direkt aktuell auch in Deutschland, in Europa. Die Lebensversicherungen werden immer weniger wert, die Kaufkraft sinkt und unsere Ersparnisse schmelzen wie ein Schneeball in der Sonne. Jetzt nochmal zum Zinseszins und der Profiteur davon sind rein die privaten Gesellschafter. Also es kommt hier ja ein Geldstrom zurück in diese Federal Reserve, der muss ja gigantisch sein, aber die Bürger von Amerika profitieren davon nicht. Nein, im Gegenteil, die Bürger profitieren nicht davon, aber die Anteilseigner der Federal Reserve, die profitieren über die enormen Zinsen, die der amerikanische Staat, die US-Regierung auch jedes Jahr zahlen muss. Also es ist ähnlich, sagen wir mal, Parallelen, da kommen wir ja gleich dazu zur EZB. Das Risiko dieser privaten Bank trägt zu 100% der Steuerzahler. Ja. Das ist ja. Gibt es hier Parallelen zur EZB, auch was die Geldschöpfung betrifft? Es wird uns ja so suggeriert, die EZB wäre, sagen wir mal, in staatlichen Händen, aber die Geldschöpfung funktioniert doch trotzdem privat. Also die Geldschöpfung funktioniert genauso wie in den USA, dass man eben Geld druckt, wenn man Geld braucht. Aber im Unterschied zu den USA ist die EZB eine Institution von nationalen staatlichen Notenbanken und nicht von Privatbanken. Okay, aber hier ist auch so, also der Steuerzahler der Retter in der Krise, wenn es sein muss. Also, natürlich, das erfahren wir ja jeden Tag. Auch bei uns sinkt die Kaufkraft, unsere Ersparnisse entwerten und unsere Vermögen schmelzen. Gibt es eigentlich Geschäftsberichte, kann man das irgendwo nachlesen, was so diese Federal Reserve an Umsätze, an Dividenden oder an Gewinnen erwirtschaftet? Es gibt sogenannte Annual Reports, die jährlich veröffentlicht werden. Ich habe mir die angesehen, die sind so verklausuliert und so kompliziert geschrieben, dass man wirklich ein Studium braucht, um da richtig durchblicken zu können. Es ist aber öffentlich, man kann es im Internet auch ansehen. Offiziell untersteht die Federal Reserve aber der Aufsicht des Kongresses. Jetzt ist es aber so, diese Aufsicht besteht darin, dass der Kongress erst dann informiert wird, wenn die Geschäftsvorgänge bereits erledigt sind. Sogar das US-Repräsentantenhaus hat vor kurzem festgestellt, dass es eine wirksame Kontrolle der FED nicht gibt. Also ich habe mal so einen Report mir angesehen, wo Herr Greenspan war ja der vorletzte, glaube ich, Notenbankchef. Der Abschlusssatz war, und wenn Sie mich verstehen, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Also so in die Richtung. Also im Prinzip, die haben hier nichts zu kontrollieren, sondern wenn die Geschäfte abgeschlossen sind, dann
berichten die drüber, aber die Sache ist eigentlich gegessen. Hat es hier schon mal irgendwelche Forderungen gegeben gegen die Bank, dass also nachgewiesen worden ist, hier ist was nicht, wie kann man das sagen, koscher gelaufen und die mussten also Gelder an die Regierung zahlen oder Strafen zahlen? Es gab solche Vorwürfe im Zusammenhang des Ausbruches der Finanzkrise, wo sehr viel Geld ausgeschüttet worden ist und man wusste nicht genau wohin. Der Kongress hat es einigermaßen ignoriert, außer einem Abgeordneten, Ron Paul. Der ist auch jetzt noch dabei, diese Dinge aufzudecken. Also das ist noch ein laufender Prozess. Jetzt muss man ja sagen, ähnlich wie in Europa wahrscheinlich profitiert ja der Kongress direkt oder indirekt ja von dieser Möglichkeit, sich über diese private Notenbank zu finanzieren. Also die Steuer oder wie sagt man denn, die Versprechen in der Wahl, die müssen ja irgendwo finanziert werden. Hat denn der Kongress hier richtig einen Vorteil von dieser privaten Bank? Also es ist irgendwo verrückt. Der Kongress ist abhängig von einer Bank, von der sie Geld leihen muss und Zinsen zurückbezahlen muss. Und trotzdem hat sie den Vorteil, dass sie durch die laufende Währungsentwertung des Dollars kann sie ihre Sozialausgaben und Kriegskosten sogar ausweiten, ohne den Bürger direkt besteuern zu müssen. Das ist der Vorteil. Wenn man sich das jetzt mal so weiterdenkt, gibt es eigentlich in Amerika Aktivitäten dazu, die dieses System stoppen wollen oder die sagen, außer dieser Ron Paul, das ist ja nur ein Samariter, der hier kämpft, oder gibt es hier eine größere Gruppe, die sagt, man muss eigentlich dieses Monopol, es ist ja ein Monopol, aufweichen oder zerstören oder? Es gibt segenswerterweise in Amerika Bestrebungen von vielen verschiedenen Einzelstaaten, die wieder zurück wollen in eine goldgedeckte Währung. Also es gibt jetzt 5, 6 verschiedene Staaten, die es bereits eingeführt haben. Können Sie ein paar nennen? Also mir fällt jetzt nur Utah ein. Ja, Minnesota zum Beispiel. Texas überlegt sich das jetzt auch. Also es gibt ein paar Staaten, die sich das ganz genau überlegen, zurück zur goldgedeckten Währung zu gehen. Und das wäre natürlich das Ende dieses FED-Systems, so wie wir es jetzt haben. In Ihren Spezialreport schreiben Sie auch, wie die US-Notenbank die Welt regiert. Kann man also das so in einem Satz sagen, dass eine Notenbank so viel Einfluss hat, dass sie also die Welt regiert? Ist sowas machbar? Also ich würde sagen, die Federal Reserve und die EZB sind die entscheidenden Banken der Welt, die Einfluss haben auf Volkswirtschaften und auf jeden Einzelnen von uns. Also ich möchte nur daran erinnern, dass die Federal Reserve den Dollar stark oder schwach machen kann. Im Moment ist der Dollar stark. Das heißt, er ist höher bewertet wie der Euro. Das hat die Folge, dass das Kapital aus Deutschland und auch aus Europa in die USA fließen. Und dieses Geld steht für Investitionen in unsere Volkswirtschaften nicht mehr zur Verfügung. Das heißt also, wenn dieses Geld bei uns nicht mehr zur Verfügung steht, sondern abwandert, dann können wir auch Probleme bekommen, weil weniger Investitionen generiert werden. Nochmal kurz eine andere Frage. Ist im Euro, ist ja auch als Währungsreserve Dollar enthalten? Ja, der wird ja auch in der Federal Reserve geprägt. Also im Prinzip ist im Euro privates Geld drinnen, ja, wenn man das so sagen darf. Geld regiert die Welt. Lieber Herr Grant, wer regiert uns? Die großen Banken. Die großen Banken. Sehen Sie hier, ist ja viel in Bewegung, ja. Sehen Sie hier irgendwo Licht am Tunnel, dass man sagt, es wird sich hier was ändern im System? Die Geldmenge wird ja so ausgeweitet, es kann ja nicht immer so weitergehen. Irgendwann muss es ja mal Puff machen. Ja, die Staaten zerstören sich selber. Sie wissen, dass ich kein Anhänger des Euros bin und ich bin auch kein Anhänger von Fiat Money, von Geld, das man einfach drucken kann, ohne dass es einen Gegenwert gibt, ohne dass volkswirtschaftlich Güter und Dienstleistungen dagegen stehen. Und dieses System wird mittelfristig uns alle um die Ohren fliegen. Ist denn die Federal Reserve so als Abschlussfrage auch an Manipulationen beim Goldpreis, beim Silberpreis, Libor-Skandal war, hat sie da eine große Rolle? Das sagt man ihr nach. Die Nachforschungen sind im Moment noch im Gange und es gibt noch keinen Abschlussbericht über diese Manipulationsvorwürfe. Herr Grant, ich bedanke mich, dass Sie bei mir in der Sendung waren. Wir sehen uns ja nochmal. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns auch gleich nochmal. Geehrte Zuschauer, man will es kaum glauben. Die Geldschöpfung, also das Recht aus dem Nichts Geld zu machen, liegt in Amerika in privater Hand. Die sogenannte amerikanische Notenbank ist ein Privatunternehmen. Sie druckt Geld ohne Gegenwert.
Private Interessen entscheiden über die Verschuldung Amerikas und der Welt. Und wenn etwas schief geht, haftet der Steuerzahler. Eine Monopolstellung der FED, die auf der Welt seinesgleichen sucht. Nun, das System, dass der Steuerzahler haftet, wenn bei den Banken was schief läuft, kennen wir nun mittlerweile auch schon in Europa. Die EZB, obwohl diese kein Privatunternehmen ist, handelt sie doch eher zum Wohle von Privatunternehmen und zum Schaden der Bürger in der Europäischen Union. Wir dürfen gespannt sein, wie lange dieser Tanz auf dem Vulkan so noch weitergeht. Das war's für heute von Edelmetallkasse TV aus Frankfurt am Main. Auf Wiedersehen.